Hallo, ich bin der Marvin von den Glossbossen und in diesem Video werden wir euch mal eine Neuheit vorstellen, die der Nico sich besorgt hat. Über 500 € kostet das Gerät und wir wollen mal gucken, ob wir hiermit den Lackzustand damit korrigieren können. Ja, Nico, sieht ja nicht so rosig aus wie das Ding, ne? Nee. Guck's dir mal an. Haben wir schön gewaschen, aber ein bisschen was zu tun ist Jetzt, ja noch. die Leute sollen ja nicht denken, dass es jetzt durch unseren Waschen so aussieht. Mensch, Nico. Also wir haben natürlich gut gewaschen, das war vorher schon. Ja, haben wir schön gewaschen. Ja, ne, deswegen wollen wir jetzt hier mal deine neue Errungenschaft testen. Du hast ja was Neues bestellt. Ein Köfferchen. Ich warte seit ein paar Wochen tatsächlich drauf, bevor sie mir aus der Hand fällt. Aber ich versuche es trotzdem mal so cool zu machen. Schau mal. Schau mal. Ja, jetzt nicht denken, dass die Polituren staubig drin waren. Ich habe meine benutzt schon genommen, ja, weil ich ihn nochmal habe. Ja. Und da ist das Teil. Ja, ich leg mal die Lampe weg. Also von der Bauform ist die ja schon ein bisschen eigenartig, ne? Aber ganz gut ausbalanciert, guck mal. Ja, also ich durfte die ja tatsächlich schon mal vor ein paar Wochen in der Hand halten und ich finde so, die Form sieht auf den ersten Blick so aus, wie soll das irgendwie funktionieren? Aber wenn man sie dann mal in der Hand hat, denkt man sich so, warum war es schon immer so? Ja. Ne? Ja. Wir haben hier die neue Rupes HLR 75, also es ist eine Poliermaschine mit ausschließlich 75 mm Schützheller. Kann ich auch schon vorweg sagen, hier funktioniert kein 30 mm, kein 50 mm Schützheller. Es ist wirklich ein reines Gerät für mindestens 75 mm Polierpads. Und was ich jetzt ganz spannend finde, was den Unterschied jetzt zu einer Hybrid, zu einer A1000, zu einer PXE macht, abgesehen davon, dass ich keinen kleinen Schützheller habe, bei den anderen ja schon. Ja. Aber vor allen Dingen, wir haben 18 Volt Akku. Das heißt, okay, das wusste ich gar nicht. In der Theorie mehr Power, trotz Akku. Und das ist, glaube ich, so der spannende Punkt, weil ich glaube, gerade die anderen Maschinen sind gut im Alltag, aber sie fehlen halt manchmal so obenrum, fehlt manchmal so ein bisschen der Bums. Es ist ja manchmal auch hilfreich, wenn es nicht ganz so viel Druck hat, wenn man dann zum Beispiel an so Situationen kommt wie jetzt irgendeine Kante und die Poliermaschine hat dann trotzdem so viel Kraft, dass man vielleicht eine Kante durchpolieren könnte. Vor allem hier so bei Bauteilübergängen oder Sicken auf der Motorhaube. Ja, bin ich mal gespannt, ob die vielleicht auch so einen Schutz hat wie die großen Rupes, dass sie dann so ein bisschen schwächer wird, langsamer wird. Ja. Ich würde sagen, so ein Kotflügel ist natürlich optimal geeignet für so eine Maschine. Wir zeigen euch mal ein paar Vorherbilder und dann probieren wir das Ding einfach mal aus. Klassischer, nicht katastrophaler, aber schlechter Pflegezustand. Ne? Wir haben typische Waschswirls und Kratzer in allen Bereichen. Wir gucken gleich noch mal unten rum. Da wird es ja meist noch mal ein bisschen Ärger, gerade durch die Waschstraße. Ja, relativ ähnlich tatsächlich. Also vielleicht hat er noch nicht so viel Waschstraße gesehen, aber auf jeden Fall ordentlich zerkratzt. Kann man eine Aufbereitung gebrauchen. Schauen wir mal, was das neue Gerät kann. Der Akku hat jetzt nur 2 Striche. Der war quasi werkseitig so. Ich habe schon einen in der Box, der müsste gleich voll sein, den hole ich auch noch mal an. Dann sehen wir auch gleich einen Vergleich zwischen 2-Strich-Akku und vollem Akku. Vielleicht ist ja da ein Unterschied. Wäre interessant, wenn der auch schon ab 2 Strichen anfängt, die Leistung zu reduzieren, wie es bei der PXE der Fall ist. Ja. Ne? So, bei dem Lackzustand müssen wir jetzt nicht anfangen mit einer Finish-Politur oder irgendwie sowas rumprobieren. Nee, da gehen wir direkt auf hartes Pad und Schleifpolitur. Also mit was anderem würde ich jetzt nicht anfangen. Wir sind jetzt mal im System geblieben, einfach. Ne? Ja. Ja, sinnvoll ist natürlich immer beim Polieren irgendwo eine gewisse Form auf die Staubentwicklung zu achten, also vielleicht eine Maske zu tragen, gute Belüftung, eine Schutzbrille nötigenfalls, wenn es wirklich mal spritzt und Handschuhe machen auch Sinn. Wie gesagt, sollte man immer im Blick haben. Gibt es ja auch ein Video von uns zu dem Thema Staubentwicklung beim Polieren. Also das nicht vergessen, auch wenn wir das jetzt hier mal ein bisschen lockerer handhaben. Liegt's an mir halt, oder? Ja, ist zu warm heute. Ja. Also ich vermute, die hat jetzt wirklich die Leistung schon gedrosselt. Also hat auch nur noch einen Strich jetzt schon. Ich würde mal sagen, wir wechseln mal auf den vollen Akku. Klassiker bei dem harten Rupes, Schwamm, Spritzen ist da fast nicht zu vermeiden. Kann man fast noch mal waschen ins Auto. Entschuldigung, Marcel. Lieben gern.
Ja, jetzt probiere ich es mal aus. Marvin, halte ich nochmal zurück mit deinem Feedback. Ich will unbeeinflusst testen. Ich nehme mir mal das Stück hier drüben. Ja, dieser blaue Rupes-Schwamm ist nicht, also generell schon nicht so mein Ding. Ja, man, ab einer gewissen Abonnentenzahl lässt man wischen, da wischt man nicht mehr selber ab. Heute darfst du abwischen. Ja, auch mal einen Lappen in der Hand halten. Ne? Marvin, war jetzt mal 3 cm, ja gut, 10 cm poliert. Was sagst du? Ja, du hast so komische Längeneinschätzungen von so Dingen. Also, ich finde die Maschine vom Handling her gut. Woran man sich gewöhnen muss tatsächlich, dass man immer oben den Gasgebeschalter drücken muss. Ja. War es bei dir auch, dass der Daumen dann wehtat, weil man so gefühlt zu viel gedrückt hat? Ich bin dann auch einmal rübergerutscht und habe es mit dem Handballen gedrückt. Ja, genau. Dann geht es tatsächlich besser. Ja. Worauf man natürlich achten muss, wenn jetzt so Sicken, Ecken, konkave, konvexe Flächen kommen, da muss man die Maschine immer so ein bisschen anwinkeln, muss versuchen, dass sich der Teller immer dreht. War jetzt hier nicht so einfach, aber ja, war natürlich aber auch ein blaues Pad, Schleifpaste, das ist sowieso nicht so einfach. Und ja, ich würde mal sagen, deswegen probieren wir es nochmal mit dem gelben Pad. Oder erstmal vielleicht deine Einschätzung. Meine Einschätzung ist ähnlich. Ich hatte sogar die Idee, vielleicht probieren wir es drüben mal mit der PXE. Dann haben wir einen gleichen Bauteil, den direkten Vergleich im Handling. Ja. Auch mit dem harten Pad Schleifpaste. Ja. Also ich finde auch, die Handhabung ist, die Bauform sieht total komisch aus, aber sie hält sich gut. Man kann sie auch mit einer Hand halten, die ist gut ausbalanciert. Aber dieses permanente Drücken finde ich auch nicht so angenehm. Bei der Aeberit habe ich mir tatsächlich dann ein Klebeband rumgewickelt und immer nur über den Drehrecht angemacht, weil mir das irgendwann auf die Nerven ging. Mal gucken, wie es bei der ist. Ich finde, für eine Akkumaschine hat sie relativ subjektiv jetzt gute Power. Ja. Ich würde mich da mit dem Fazit noch mal ein bisschen zurückhalten, dass wir A1 Finish gefahren sind und auch auf dem anderen Kotflügel mal die PXE auf einem gleich gearteten Bauteil mit dem gleichen Pad verglichen haben, weil dann kann man, glaube ich, weil ich glaube, die PXE ist so der Benchmark. Ich glaube, es gibt keine andere 80er Akkumaschine, die in dieses Niveau reinfällt. Die PXE kann natürlich noch mehr, deswegen müsste die jetzt mehr Power haben, damit sie für mich eine Berechtigung hat. Oder? Stimmt, deswegen machen wir es. Machen wir so. Dann packen wir es. Los. Ja, also was ich jetzt hier schon mal wirklich gemerkt habe, sobald ein weicheres Pad drauf ist, ist es deutlich einfacher, in die Ecken und Ritzen reinzukommen. Der Teller bleibt viel länger in Drehung, dass man einfacher die Politur da durchfahren kann. Deswegen, Nico, glaube ich, hier so mit Mikrofaser-Pad hat man hier wirklich Schmackes. Richtig Schmackes. Können wir auch noch mal ausprobieren. Ich habe die jetzt auch so gehalten, ne? Also dass ich die quasi wie so eine große Maschine anpacke, ne, von Rupes. Also dass ich dann den Gasgebeschalter so mit... Stoppen Sie das. So mit dem Daumen drücke. Es nervt mich aber trotzdem, dass ich das drücken muss, ständig. Dass ich nicht mal die Maschine auch mal so halten kann, irgendeine Stelle so... Ich glaube auch, hier wird es wieder auf dem Klebeband-Mod hinauslaufen. Ja, also genau. Ich habe ja drüben mit der PXE... Hallo, ich wollte reden. Entschuldigung. Ich habe ja drüben mit der PXE poliert, aber mein Fazit will ich jetzt noch nicht sagen, das will ich noch nicht vorwegnehmen. Ich würde jetzt hier mal Finish machen, wir tauschen jetzt einmal. Ich habe drüben wie hier auch den Bereich, also hier und ungefähr so den Radlauf gemacht, ne, ähnlich wie auf der Seite. Dann würde ich sagen, tauschen wir jetzt einmal. Ich mache hier auf meinem Bereich Finish, du machst drüben mit der PXE auf deinem Bereich Cut. Und dann fahren wir drüben mit der PXE Finish und ich glaube, dann können wir wirklich ein fundiertes Fazit ziehen. Ich denke auch. Ich habe schon so eine kleine Zwischeneinschätzung, aber damit spanne ich euch noch auf die Folter. Gib mir die Maschine.
So, ich habe jetzt hier tatsächlich beide Maschinen auf den identischen Kotflügelbereichen im Cut getestet und für mich ist das Ergebnis tatsächlich schon eindeutig. Wie es ausfällt, erfahrt ihr dann gleich. Ja, aber erst müssen wir hier natürlich den Kotflügel noch mit der PXE finishen. Ja, Marvin. Puh, Nico, für mich war es tatsächlich eindeutig. Mehr als ich gedacht hätte tatsächlich, muss ich sagen. Also ich hätte mit einem anderen Fazit gerechnet, muss ich sagen. Ich auch. Nee, enttäuscht würde ich jetzt nicht sagen. Mir gefällt das Handling hier so ein bisschen besser, wobei ich mir, wie gesagt, wünschen würde, dass sich dieser Gasgebegriff einrasten lassen würde. Die PXE hat mehr Power, muss man ganz klar sagen. Massiv mehr Power tatsächlich. Massiv mehr Power. Also die ist in den Ecken wirklich überlegen, dass ich das Pad weiterdrehen kann. Die Drehzahl ist gefühlt höher, aber wie gesagt, dafür hat man hier andere Vorteile. Also ich würde mir jetzt wünschen, dass der Motor der PXE hier reinkommt. Mein Fazit ist sehr ähnlich. Ich finde, die ist deutlich ruhiger und vibriert weniger als die PXE. Ja. Gerade jetzt, ich habe beide mal mit Mikrofaser, also mit einem Finish-Mikrofaser-Pad gefahren, da ist die PXE viel, viel, viel unruhiger. Ja. Es ist angenehmer, mit der tatsächlich zu polieren. Abgesehen von dem nicht einrastbaren Schalter, den würde ich, wie gesagt, mit meinem Klebeband-Mod versehen. Vom Ergebnis her haben sich beide optisch nichts genommen. Nein, also das muss man auch dazu sagen. Man kommt mit beiden Maschinen definitiv ans Ziel. Ja. Da muss man sich keine Angst haben, dass man jetzt unbedingt nur die PXE braucht, um damit irgendein Ergebnis zu erreichen. Das kann man mit beiden Maschinen. Ja. Würdest du dir diese Maschine kaufen? Ja, klar. Wenn du keine PXE hast? Okay, dann doch. Also ich würde sie mir trotzdem kaufen, weil ich es haben muss irgendwie. Ja, okay. Ne? Ob man jetzt wirklich die Maschine kaufen muss, wenn man bereits eine PXE hat? Ich sage erstmal nö. Wenn man aber trotzdem das mal ausprobieren möchte, wie das Handling und so ist, ja, dann auf jeden Fall. Es ist tatsächlich wirklich anders. Und sie ist für Rupes ja gar nicht mal so teuer. Ne? Wenn wir überlegen, als die kleine Hybrid auf den Markt kam, waren wir bei 750 Euro. Über 700. Und jetzt sind wir hier am Einzelset bei um die 420, ohne ganze Zubehör. Das weiß ich. Aber unter 500 Euro auf jeden Fall. Also mein Fazit wäre, jemand, der wirklich relevant viel mit 80er Maschinen poliert, weil viel Porsche, viel moderne Autos, wo ja die Formen so klein werden, dass wir wenig mit einer 125er machen können. Ich glaube, die wird auf Dauer angenehmer. Weil die PXE vibriert dann doch deutlich mehr. Ja, könnte sein. Wer die meiste Power haben will, ja, ich finde, dass der Kopf dicker ist, also dass man die wirklich so wie eine konventionelle große Maschine halten kann, das finde ich geil. Ja. Also ich muss auch zugeben, ich hätte mir wirklich ein Wow an Leistung erhofft. Ich bin mal gespannt, es soll ja noch ein Netzkabeladapter kommen, was natürlich dann einfach so ein bisschen den ganzen Sinn der Maschine irgendwie reduziert, weil dann kann ich auch eine 75er LAR nehmen. Genau. Wir haben es vorhin schon besprochen, ich glaube, es ging halt ein bisschen Leistung auf Kosten der Akkulaufzeit flöten. Ich finde die Maschine gut. Würde ich sie mir kaufen, wenn ich eine PXE hätte und jetzt nicht so ein Spielekind wäre, der sowas haben muss? Ehrlich gesagt, glaube ich nicht. Aber hat eine Daseinsberechtigung, meiner Meinung nach. Ist jetzt quasi irgendwo in Konkurrenz zu der, auch wenn Rupes hingeht und sagt, bei uns brauchst du 2 Maschinen, um eine Maschine abzubilden. Auch eigentlich krass. Mein großer Vorteil, Laufruhe, weniger Vibration. Absolut. Weniger Power als gedacht. Ja. Ich glaube, das war ein umfassendes Fazit. Ich glaube, jetzt kannst du dir überlegen, brauche ich die Maschine, brauche ich sie nicht. Du hast Vor- und Nachteile gesehen, für wen wir sie empfehlen. Marvin, hast du noch was zu sagen? Nö, danke, dass ich hier sein durfte. Hat Spaß gemacht, mit den Videos zu drehen, Nico. Gleichfalls. Und auch bei den Zusehern bedanke ich mich, dass ihr bis hierhin noch zugeschaut habt. Und darf ich abmoderieren? Habe ich die Ehre? Du hast die Ehre.
Ja, deswegen nochmal, Nico, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mir Spaß gemacht, mit dir mal wieder ein Video zu drehen. Letzte Video ist ja eine halbe Stunde her. Und ja, ich bedanke mich hiermit fürs Zusehen, sage bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.